Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Academy und in diesem Video zeige ich dir, wie wir den URL-Suffix in Contao 4 anpassen können. Und zwar haben jetzt alle URLs hier hinten dieses .html. Wenn dir das jetzt nicht gefällt und du möchtest das zum Beispiel hier komplett weglassen oder du möchtest das Ganze als Slash haben, dann können wir das in Contao konfigurieren. Allerdings geht das nicht übers Backend, sondern wir müssen hier eine spezielle Konfigurationsdatei anlegen. Dazu verbinden wir jetzt uns mit dem Server per FTP und wechseln in das Unterverzeichnis app.config. Und hier gibt es eine Datei parameters.yml. Hier müssen wir eine weitere YAML-Datei anlegen und zwar mit dem Namen config. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. Wir legen also eine neue Datei an, config.yml. Wir schreiben in der ersten Zeile Contao Doppelpunkt, machen dann eine Zeilenschaltung. Ganz wichtig, machen 4 Leerzeichen, also nicht Tabs, sondern wirklich 4 Spaces. Schreiben dann URL Suffix, Doppelpunkt, ein Leerzeichen, 2 Anführungszeichen. Und zwischen diesen 2 Anführungszeichen kann ich jetzt einstellen, was ich haben möchte. Wenn ich leer lasse, wird gar nichts mehr eingetragen. Wenn ich zum Beispiel diesen Slash eintrage, dann wird hinter jede URL dieser Slash gehängt. Ich kann also hier das URL-Suffix nach meinen Vorstellungen anpassen. In meinem Fall möchte ich hier jetzt gar keins haben. Das heißt, ich lasse das jetzt so und wir laden diese Datei auf den Server hoch. Noch ein Hinweis zur Formatierung. Du solltest die Datei im Format Unicode UTF-8 anlegen und als Line-Endings Unix LF verwenden. Ansonsten kann es ebenfalls zu Formatierungsproblemen kommen. Ganz wichtig, die Formatierung bei dieser YAML-File ist sehr wichtig, denn sonst kann sie Contao nicht lesen. Ich übertrage diese Datei jetzt per FTP auf meinen Server, eben in dieses Config-Verzeichnis, und damit die Config-Datei jetzt gelesen und von Contao verarbeitet wird, müssen wir noch einmal den Anwendungscache leeren. Dazu öffne ich den Contao Manager und wir gehen in den Bereich Systemwartung und hier gibt es den Punkt Cache erneuern. Diesen klicken wir an und die Konsole läuft jetzt ungefähr für 20 Sekunden und anschließend haben wir unseren Cache neu aufgebaut. Noch ein wichtiger Hinweis: Wenn es dir passieren sollte, dass du doch einen Tippfehler in dieser Datei hattest, dann kann es sein, dass der Contao Manager hier mit einer roten Fehlermeldung abbricht und du kommst anschließend nicht mehr in den Contao Manager. Um dieses Problem zu beheben, gehst du einfach wieder auf den FTP-Server und löscht hier einfach diese config.yaml-Datei, gehst nochmal zurück in den Contao Manager und machst nochmal dieses Cache erneuern. Anschließend startest du nochmal mit einer neuen Config YAML und schaust, ob du das diesmal richtig in der Formatierung hinbekommst. Wie gesagt, Contao ist hier sehr, sehr sensibel. Du musst also genau auf die Formatierung achten. Wenn wir das aber jetzt haben, dann können wir bestätigen und schließen. Und jetzt können wir im Frontend einfach mal eine Home-Seite aufrufen und wieder eine neue Unterseite. Und wir sehen, hier oben ist jetzt dieses .html verschwunden und meine URL ist jetzt eben ohne diesen Zusatz .html. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Wenn du jetzt weitere Videos zu Contao 4 suchst, dann empfehle ich dir meinen Basiskurs zu Contao 4. Hier sind 195 Videos enthalten in 21 Modulen und hier lernst du Schritt für Schritt, was du benötigst, um eine Webseite mit Contao 4 zu erstellen. Weitere Informationen zu diesem Kurs findest du, wenn du auf den Link unterhalb dieses Videos klickst.